Was machst du da eigentlich?, hat mich meine Mutter kürzlich gefragt. Ich erklärte ihr, dass ich für Produkt- und Qualitätsmanagement zuständig bin, Kennzahlen sammle, interne Weiterbildungen mitorganisiere und im Social-Media-Team mitarbeite. Das war immer noch etwas abstrakt. Und dann dachte ich mir, ich dokumentiere doch einfach ein paar Tage lang, was ich so mache. Unsere Bibliothek stellt viele Lernplätze zur Verfügung. Und daher möchten wir und die Schweizerische Bibliotheksstatistik gerne wissen, wie viele Personen unsere Räume betreten. Nun sind nicht alle Räume mit einer Zutrittszählung ausgestattet. Statt jemanden eine Woche hinzusetzen, der dann die Leute zählt, hatte eine Kollegin die Idee, ein iPad mit Zähl-App aufzustellen, wo die Besucherinnen ihren Eintritt gleich selber erfassen. Dieses iPad trage ich nun jeweils am Montagmorgen an einen anderen Standort und lese täglich die Werte ab. Natürlich sind diese Werte nicht annähernd so gut wie bei einer automatischen Zählung, aber immer noch besser als gar keine Werte. Später treffe ich mich mit einer Kollegin zum Mittagessen. Der Austausch ist sehr wichtig und manchmal bekommt man einfach zu wenig mit, was anderswo so läuft. Dann bespreche ich weiter die Werbung für den Game Month im November, unsere Projekte, was unsere Praktikantin bei uns machen kann und so weiter. Ich lese und schreibe E-Mails, Teams-Nachrichten und Tickets. Morgen findet ein Online-Kurs statt und ich verschicke den Link an die Teilnehmenden. Morgen wird es dann noch An- und Abmeldungen in letzter Minute geben. Wir haben 40 Standorte und sind über die halbe Stadt verteilt. Manche sind mit einer Zählanlage ausgerüstet, andere nicht. Um mir ein Bild von der Situation vor Ort zu machen, besuche ich heute ein paar unserer Standorte. Die Anglistik hat kein Zählsystem, dafür 2 Eingänge ohne Steckdose in der Nähe, wo ich das iPad einstecken könnte. Dieser Standort ist also ungeeignet für die Zählung. Die Betriebswirtschaft hingegen hat einen Eingang mit Gates und einen zweiten Raum, den Lernraum, mit Sensor. Da muss ich auch nicht noch zusätzlich ein iPad aufstellen. Schließlich finde ich in der Romanistik einen geeigneten Ort für die Zählung nächste Woche. So viel laufe ich aber nicht jeden Tag. Um trotz Schreibtischjob zu ausreichend Bewegung zu kommen, gehe ich vor der Arbeit gerne joggen. Wir sammeln Daten über unsere Arbeit zu verschiedenen Zwecken. Zum Beispiel für die Statistik des Bundesamts für Statistik, für unsere Bibliotheksleitungen, fürs Produkt- und fürs Qualitätsmanagement. Nebst quantitativen erheben wir auch qualitative Daten. Und so möchten wir die von uns angebotenen Kurse evaluieren. Dazu erarbeiten wir einen Fragebogen, den wir demnächst testen wollen. Am Nachmittag findet der interne Kurs Besser organisiert mit OneNote statt. Da ich mitorganisiert habe, nehme ich an diesem ersten Kurs auch teil. Der Kursleiter macht das sehr gut und klar, aber das Programm enttäuscht mich etwas in der Funktionalität. Heute möchte ich einen Vortrag vorbereiten. Es geht darum, wie man die Daten der Schweizerischen Bibliotheksstatistik nutzen und darstellen kann. Während man früher vor allem mit Fließtexten und wenigen Tabellen gearbeitet hat, zeigt man heute eher Infografiken oder Karten. Ich möchte im Vortrag ein Online-Kartentool zeigen. Dazu muss ich die Daten etwas aufbereiten. Das heißt, die gewünschten Daten herausfiltern, Postleitzahlen überprüfen und so weiter. Leider werde ich bei der Vorbereitung ständig durch Chatnachrichten auf Teams unterbrochen. Dann mache ich das halt nächste oder übernächste Woche. Was macht eine Bibliothek aus? Im ersten Moment denkt man an die Ausleihe von Büchern und die Benutzung von elektronischen Medien. Diese lassen sich einigermaßen aus dem Bibliothekssystem herauslesen. Um die herausgelesenen Daten zu verbessern und zu vereinheitlichen, hatte ich auch eine Online-Besprechung mit Kolleginnen aus anderen Bibliotheken. Gerne hätte ich etwas mehr Aufgaben erledigt, statt nur dran zu arbeiten. Mit unserer komplexen Organisation verbringt man aber viel Zeit mit Abklärungen und Koordination. Wir bieten verschiedene Kurse für Studierende und Forschende an. Ich bewerbe einen Literaturverwaltungskurs auf Twitter. Dann finde ich einen Posting-Guide mit 100 Social-Media-Post-Ideen. Und wir sind ja immer auf der Suche nach Ideen. Veranstalte ein Gewinnspiel. Das passt. Wir planen nämlich einen Adventskalender auf Instagram und sammeln schon Geschenke dafür. Zeige das Magazin und erkläre, was man dort findet. Nein, das zeige ich wohl lieber nicht. Erstelle Memes zum Bibliotheksalltag. Kürzlich sah ich am Bahnhof diese Werbung und dachte mir, das können wir doch auch.